Hallo, ihr Vampirjäger, Zielwassersucher und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und heute gibt's Science-Fiction-Action mit Vampirbeilage. Denn es geht um Dixotomia, ein Science-Fiction-VR-Shooter, der mich auf einen fremden Planeten wirft, wo offenbar Vampire, Kultisten und jede Menge schlechte Entscheidungen auf mich warten. Klingt erstmal nach klassischem Shooter-Stuff, aber mit futuristischen Waffen und dunklen vampirischen Kräften, die man freischalten kann. Ich habe es noch nicht gezockt, also zumindest nicht diese Version. Zur früheren Quest-Version hatte ich nämlich schon mal einen Livestream, den Link habe ich euch nach oben gepackt. Heute schauen wir uns den Final Release der Steam-Version an. Und damit die Frage, hat sich da wirklich was getan oder erwartet mich einfach nur dasselbe Chaos in hübscherer Verpackung? Der Link zum Spiel auf Steam und Meta ist wie immer in der Beschreibung und Sunny hat es auch gezockt. Und wie sich Sunny geschlagen hat oder eher womit sie sich rumgeschlagen hat, das habe ich euch auch oben verlinkt. Aber jetzt Brille auf, Controller locker, Holster straffen und schauen wir mal, ob Dixotomia blutig cool oder nur dunkel ist. Herzlich willkommen unter der Brille. Wir gucken uns heute das Spiel Dixotomia an. Und zwar in seiner vollendeten Release-Version auf Steam. In den Einstellungen haben wir Grafik, Qualität niedrig, mittel, episch, Sound. Musik, die machen wir schon mal was leiser. Und dann haben wir Gameplay, Schwierigkeitsgrad, Steuerung. Wir können die Sprache auf Deutsch stellen, sanfte Drehung, die Haupthand festlegen, Kamerawackeln einzahlen, die Geschwindigkeit von der sanften Drehung. Wir haben unsere Bewegungsarten, Teleport, Anheften, Kombinieren. Wir sagen Kombinieren. Greifenmodus, Umschalten oder Halten per Trigger, Wiedergabemodus, Tabelle oder Platz. Tabelle ist ein Übersetzungsfehler und Platz heißt also, Tabelle spiele ich im Stehen und Platz im Sitzen. Und der Höhenausgleich ist dann fürs Sitzen. Unvorbereitet starten wir in das Spiel rein und wissen auch gar nicht so, was passiert. Weil wir haben Gegner vor uns, dann müssen die erstmal alle abknallen. Merken dann aber schnell, dass das irgendwie alles geskriptet ist und wir sowieso sterben. Nachdem das dann passiert ist, landen wir auch schon direkt im Prolog. Der ist ganz gut erzählt. Wir sind ein Elite-Soldat und suchen letztendlich unseren Freund Johnny, der verschwunden ist. So beginnt erstmal die Story. A dying rock owned by Tibet Innovations. They say it holds a mineral that fuels colonization, Dynarite. But down there, people don't mine it. They feed it their lives. I'm Raynor Adams, Guard Captain. Und dann geht's auch schon ans Tutorial. Zuerst kriegen wir erklärt, wie das Menü funktioniert. Als nächstes, wie wir uns bewegen. Und zwar mit Teleport oder mit freier Bewegung. Dass wir uns einmal drehen können mit dem rechten Controller. Und wie wir Gegenstände öffnen oder irgendetwas autorisieren. Dann kriegen wir unser HUD und die Weste verpasst. Das HUD zeigt uns HP und auch unser Schild an. Genauso wie unsere nächste Aufgabe oder in welche Richtung wir laufen müssen. Gegenstände können wir auch anziehen und dann geht's schon zum Schießtraining. Hier sagt sie ja, wir sollen alle Targets treffen. Das meint sie auch ernst. Wenn wir eins verfehlen, müssen wir es wiederholen. Zum Schluss noch die dicke Wumme. Damit ist das Tutorial auch schon fertig. Und das eigentliche Spiel kann endlich losgehen. Beim Tutorial sind mir dann noch so Kleinigkeiten aufgefallen, wie dass zum Beispiel die Untertitel nicht immer in Deutsch vorhanden sind. Und als nächstes, ich will in den Aufzug und merke, dass meine Höhenkalibrierung nicht ganz hinhaut.
Ich komme nämlich nicht durch die Tür. Und das ließ sich auch nur mit einem kleinen Trick fixen, ohne das Spiel jetzt neu starten zu müssen. Und zwar habe ich mich einfach umgestellt, dass ich sitze und nicht im Stehen spiele. Weil dann konnte ich den Höhenausgleich betätigen. Das Coole, mit der richtigen Größe passt man nämlich dann durch Aufzugstüren. Und hier werden wir direkt nett empfangen und kriegen ein bisschen am Arm rumgeknabbert. Und so öffnen wir das Menü. Na, der wird noch ein bisschen Kopfschmerzen haben. Captain Adams, you're not far from the lab. Go there immediately and take a prototype of our latest weapons. I'll mark it on your visor. Ja, unsere erste Mission startet und jetzt geht langsam so die Action los. Navigation protocol within norms. Route clarified. Na dann, schauen wir uns um und laufen mal los. Hier haben wir unsere erste Munitionskiste. Aber im Eifer des Gefechts habe ich erstmal meine Waffe fallen lassen. Weil an dieses Menü muss man sich erstmal gewöhnen. Aber das ist etwas, was sie wirklich eigentlich gut gelöst haben. Nachladen geht auch relativ einfach und typisch für VR. Einfach Waffe nach unten und schon lädt sie nach. Hier sieht man immer das Menü. Man bewegt einfach den Arm nach links oder rechts, um so seine Waffen auszuwählen. Gut gelöst. HP gibt es natürlich auch. Das ist in so kleinen Packs, die ich mir jeweils an die beiden Arme packen kann. Und hier merkt man jetzt ein großes Manko des Spiels. Es ist stellenweise extrem dunkel, sodass man wirklich gar nichts sieht. Also weder wo die Gegner sind, noch wo man sich befindet, noch was in der Umgebung eigentlich passiert. Da muss dringend nachgebessert werden. Und wir kriegen ein weiteres Feature angezeigt, und zwar diese Archive, die wir überall finden, aber erst später merken, was wir damit überhaupt machen können. This is an experimental weapon. Wir kriegen eine weitere Waffe, und zwar eine Art Energiestrahl, der bei uns am rechten Arm hängt und hauptsächlich dafür gedacht ist, um Schilde zu brechen. Und das funktioniert auch wirklich ganz gut. Und wir kriegen direkt mal die Gelegenheit, das auszuprobieren. Bam! Und schon ist das Schild weg. Ja, was ist so zu den Moves oder zur technischen Steuerung zu sagen? Die funktioniert im Grunde etwas träge manchmal. Also man kriegt nicht immer alles so richtig gepackt. Und auch in den Kämpfen, gerade wenn man sich schnell bewegen muss, führt es ab und zu mal zu irgendwelchen Stotterer oder Lags. Und es liegt garantiert nicht an meiner Performance vom PC, weil eine 4090 sollte mit dem Spiel problemlos fertig werden. Und da finden wir jetzt Johnny. Take my dog tag. Find the Waldo. She must know what's going on here. Ein tragischer Moment. Hier kommt jetzt unser erster Gegner oder unser erster Bossgegner. Ja, was hat er so drauf? Also er hat seine Schilde, die wir erstmal zerstören müssen. Dann kann er Bomben werfen und sich durch die Gegend beamen.
Ja, nachdem wir den dann besiegt haben, geht es in der Story auch weiter. Medic Esmeralda Ortega. Ja, wir landen jetzt bei ein paar Wissenschaftlern, die uns ein bisschen Story erzählen. Und der große Vorteil, wir sind endlich mal aus der dunklen Umgebung weg. Hier kann man auch mal ein bisschen was sehen. Ah, our combatant has arrived. Thank you, Esmeralda. You may go. Dr. Stern. How are you, Guard Captain? Ja, der erzählt uns dann ein bisschen was über den Biss, den wir abbekommen haben, dass damit irgendwelche seltsamen Sachen mit uns passieren können. Und der schickt uns dann weiter zu Price, dem Sicherheitsbeamten, der uns wiederum weiterschickt zu unserer nächsten Mission. And here comes our hero. Have a seat, Guard Captain. Make yourself at home. Though, Immer die I'm afraid Frage, the word was home ist mit doesn't Johnny? mean much around here anymore. This is bad. Where's Johnny? Straight to the point. I like that. Ja, wir finden überall solche Gegenstände und die sind dann für unsere Upgrades zuständig. Einmal für technische Upgrades und einmal für die Upgrades, die mit dem Virus zu tun haben. Das können wir dann in diesem Menü machen, wo wir dann auch erstmal sehen, wo man diese Archive abrufen kann. Und so ein Upgrade ist relativ einfach durchgeführt. Man liest sich durch, welche Fähigkeiten es gibt und dann drückt man auf Upgrade und schon hat man das Ganze. Wenn einem der ganze Upgrade-Baum nicht gefällt, kann man das Ganze auch wieder zurücksetzen. Aber weiter in der Story. Hey there, friend. I'm fixing the vehicle. Bring it apart from the storage end of the stairs. My malfunctioning comrade. Und hier kriegen wir jetzt erklärt, wie wir unsere Kräfte einsetzen können, die wir durch die Upgrades erhalten. Und zwar, die erste Fähigkeit, die wir haben, ist eine Art Jedi-Kraft. Wir können nämlich mit unseren Gedanken Gegenstände bewegen. Oder eher wegschleudern. Und da sehen wir auch schon so einen Kristall, der für die Punkte der Blutfähigkeit da ist. Ja, dann soll er eigentlich ja unser Auto reparieren, aber guter Letzt müssen wir das selber machen. Hold on a moment. I'll lower the vehicle. Price believes Viviana Eidenhardt is behind it Die all. fiktive Fahrt mit dem Auto Mistress wird of dann wieder Karna, genutzt für ein bisschen the local Prolog queen, und Storytelling. whose tower no Und regular wie am Anfang schon employee gesagt, has das ever ist richtig gut gemacht. Also es sind wie kleine Hollywood-Filmchen, Says she sehr has gut the animiert, resources, optisch the wirklich motive, toll. and the connections. Maybe. But when Price speaks this openly, I double-check the facts. I know her kind. Those who play politics, live in the clouds, while people die below. Maybe she is involved. Maybe she's just keeping her hand on the switch, not caring Wenn who so it cuts grafisch off. der Rest vom Spiel wäre, Either way, genial. I'll go to her tower. If it's not her, she knows who it is. And if someone thinks I'll leave without answers, they don't know me at all. Nachdem wir dann angekommen sind, kriegen wir noch eine herzliche Begrüßung von der Dame, die anscheinend die ganzen Vampire befehligt. Und auch hier gibt es wieder reichlich Action. Wir werden von Anlagen beschossen, die wir zerstören müssen und uns den Weg langsam zu ihr zu bahnen. Und dann treffen wir erstmal auf, ich weiß nicht, ihren Butler? Awaits you in her observatory. Follow me. Der ist ganz schön fies.
wie sich später noch herausstellen wird. Aber zuerst mal versieht er uns mit ein paar Geschenken. Und zwar einer weiteren Waffe. Und die ist echt nicht schlecht. Das ist eine Shotgun. Und die hat richtig Wumms. Das probieren wir doch gleich mal aus. Ja, und schon fliegen sie. Ein Treffer, ein Tod. Zwischendurch natürlich das Upgraden nicht vergessen, weil man will ja alle seine Fähigkeiten haben. Hier geht es jetzt eigentlich immer gleich weiter. Optisch sieht alles relativ gleich aus. Wir laufen durch den Komplex, mehrere Räume, davon ein Reaktorraum, ein Serverraum und ein Security-Raum und killen uns den Weg nach vorne. Und jetzt kommt, ich habe noch eine Aufgabe, ich soll alle Gegner besiegen, die hier in der Nähe sind. Es wird mir immer noch angezeigt, es läuft immer noch eine dramatische Schusswechselmusik. Aber ich finde keinen Gegner mehr. Nach ewigem Suchen finde ich ihn dann. Und man glaubt es nicht, er backt in der Wand. Und alles draufballern hat nichts geholfen. Zuerst mit den Pistolen. Und dann später probiere ich auch noch meine Jedi-Waffe aus. Ja, das war's. Ich wollte ihn eigentlich aus der Wand damit schießen, aber ich habe ihn irgendwo hin katapultiert. Nur nicht dahin, wo ich ihn treffen kann. Nochmal kurz probieren, ob ich ihn irgendwie erwische. Aber nein, leider nein. Und da bleibt mir nur eins übrig. An der Stelle musste ich dann das Spiel beenden. Aber das sollte für eine First Impression auch definitiv reichen. Also, wir sehen uns gleich noch im Fazit. 2 Stunden gespielt und was bleibt? Zuerst das Positive. Die Filmsequenzen haben mir richtig gut gefallen. Klasse Erzählerstimme, optisch wirklich schick inszeniert. Auch das Inventarhandling ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber tatsächlich ziemlich clever gelöst. Die Story? Mal was anderes und definitiv interessant. Neutral sehe ich das Waffenhandling und die allgemeine Steuerung. Funktioniert, aber beim Feedback dürfte gern etwas mehr Wucht drin sein. Die Grafik ist insgesamt eher schlicht gehalten. Gerade Charaktermodelle könnten deutlich besser aussehen. Was hat mir gar nicht gefallen? In der Startlobby flackert alles, was weiß ist, und das ziemlich stark. Und im Spiel selbst gibt es sehr viele extrem dunkle Passagen. Teilweise einfach zu dunkel. Dazu kommen Bewegungen, die stellenweise hakelig wirken. Gerade in den Action-Situationen fühlt sich das nicht immer wirklich smooth an. Und dann haben wir noch diverse Bugs. Gegner spawnen in Wänden, lösen sich in Luft aus oder das nächste Event wird schlicht nicht getriggert. Das könnt ihr übrigens auch bei Sunny sehen, also schaut gerne dort mal vorbei. Der Link ist in der Beschreibung. Aber ist es spielbar? Ja, spielen kann man es. Die Bugs, die ein Weiterkommen verhindert haben, ließen sich durch einen Neustart resetten. Trotzdem trübt das natürlich den Spielspaß. Unterm Strich, zur Eingangsfrage, ob sich wirklich was getan hat, trotz Final Release braucht das Spiel definitiv noch ein paar Updates. Aber fairerweise, der Entwickler scheint bemüht zu sein. Auf Steam kostet Dixotomia aktuell 17,99, auf Steam 15,99. Die Links zum Spiel findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Like da lassen, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich sage danke fürs Zuschauen und Controller weglegen, Vampire in Ruhe lassen, Brille ab und ciao ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Brille auf.
Like memories after death, to be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said.